Yo, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Tim K und heute gucken wir uns einen Knockoff an. So, da sind wir wieder. Ja, Knockoff. Lustige Geschichte. Finden nicht alle immer so toll. Ich habe da auch ein bisschen zweischneidiges Schwert so von der Denke her, aber ich wollte den reviewen, weil es einfach interessant ist. Das soll auch gar nicht lang werden. Was ist das? Das ist der eigentlich Kyoto Revoltech Amazing Yawaguchi Venom. An sich eine richtig tolle Figur. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Wieso habe ich den Knockoff gekauft? Habe ich nicht. War ein Geschenk. Den habe ich zu meinem letzten Geburtstag von meiner Freundin bekommen. Und zwar hatte sie, als ich auf Home bzw. Wish geguckt habe, manche kennen das vielleicht, diese Figur schon des Öfteren gesehen. Und sie hat sich das gemerkt und sagte, sie würde mir den wohl scheinbar ganz gerne schenken wollen. Ja, mein Geburtstag kommt und ich packe das aus und ich freue mich. Und sie hat mir direkt gesagt, ja, die Verpackung sah halt ziemlich furchtbar aus. Das war wohl ein Restposten, aber ich habe online nachgeguckt und das ist wohl die wirkliche Figur, hat sie gesagt. Und wenn man sich das so anguckt, um mal zu den ersten Sachen zu kommen, dann kommt das auch hin. Die Grafiken sind alle sehr scharf, die Schriften sind alle nicht verschwommen, es ist nichts ausgeblichen, die Details kommen alle hin. Die waren sogar so frech und haben, glaube ich, das Copyright, ja, da ist sogar das Copyright drauf, kyoto.co.jp, alles unten drunter. Ja, wenn man die Box sieht, dann denkt man sich, ja, es ist wohl wirklich nur ein Restpost geworden. Alles soweit okay. Man denkt halt, okay, die hat ein bisschen was abgekriegt. Hier ist was abgerissen. Man packt das aus, man freut sich und man wird ja auch mit unterschiedlichen Sachen begrüßt, sage ich mal. Zum Beispiel erstmal halt normaler Clamshell, wie man das so kennt. Und was mitkommt, ist dieser nette Backdrop. Das ist sehr hübsch, da kann man nichts zu sagen. Von der Verpackung, die Qualität der Pappe ist auch durchaus nicht schlecht, wenn ich das mal eben wieder kurz zusammenbasteln darf. Im ersten Moment also, wie schon gesagt, es fühlt sich nicht nach einem Knockoff an. Absolut nicht, kann ich nur sagen. Und ja, wenn ihr den holen wollt, ihr kriegt den für sehr günstiges Geld. Ich glaube 20 € auf Home bzw. Wish. Ob es wert ist, ist eine andere Sache. Denn er kommt, wie gesagt, mit allem, womit das Original auch kommt. Man muss allerdings ein bisschen Arbeit reinstecken, wenn man das so sagen will. Ich nehme ihn mal kurz hier ab. Ich habe für euch rechts auch gleich ein paar Bilder eingeblendet, damit ihr seht, über was ich rede. Die Artikulation dieser Figur ist absolut genial und haut auch genauso hin wie das Original. Es sind Balljoints all over the place und die funktionieren auch wie das Original. Also man hat eine absolut geniale, um mal damit anzufangen, Schulterartikulation. Hoch, runter, 360, klappt alles einwandfrei. Genau dasselbe gilt für den Ellbogen, sehr deeper Bend. Haut gut hin. Handgelenk genauso. Die Finger sind bis auf Ring und kleinen Finger einzeln. Die letzten beiden sind gefused, sind dann auf dem Basepin. Und der Daumen ist auf einem kleinen Ballpack. Also ist für sehr viel Artikulation gesorgt. Falls ihr euch wundert, warum war das schon wieder so, das ist ja kein Transformer, das ist nicht ganz so viel. Für den nächsten Transformers Review wird da oben eine kleine Ansicht sein. Das seht ihr dann. Jedenfalls erstmal weiter. Sehr toller Abdominal Crunch. Ich war sehr begeistert. Dieses Stückchen in der Mitte ist eigentlich nur um die Ballpacks in Place zu halten, sagen wir mal so, ne? Im Platz. Und ist sehr locker die Toleranz, aber funktioniert. Der Kopf auch. Der kommt auch mit einem Ersatz Double Ball Pack für in den Brustkorb und in den Hals. Das klappt gut. Und ja, der Kopf hat auch ein Ballpack. Ist ein bisschen eingeschränkt. Wenn man das Maul zumacht, klappt es besser. Man muss dafür die Zunge abnehmen. Das werde ich jetzt aber nicht tun, denn der Pack der Zunge, da es kein richtiges Revoltech Joint ist mir das Ding auch schon mal auseinandergegangen. Deswegen möchte ich das jetzt eigentlich nicht machen. Das war meine Playstation. Schönen Dank auch.
Andere Seite des Arms genau dasselbe. Eine sehr interessante Artikulation, was ich fand, Entschuldigung, ist, was an der Schulter gemacht wurde. Das ist irgendwie ein Swivel, es ist kein Ballpack. Es geht hoch und runter, gibt eine sehr tolle Artikulation. Man kann ihn dann zum Beispiel so richtig einmal flexen lassen. So richtig einmal durchdrehen lassen sozusagen. Das klappt sehr schnell und sehr gut. Weiter zur Hüfte. Der Double Ballpack geht hier unten rein, hat aber wenig Hoch- und Runterspiel, aber dafür links und rechts ein bisschen. Die Beine sind sehr frei hoch und runter. Nach hinten schafft er nicht ganz so viel, nach vorne dafür umso viel mehr. Die Knie haben einen guten Bend, 90, sagen wir mal 100 oder 110 Grad. Und die Füße auch, alles sehr gut. Und einen schönen Toe Tilt. Kann man nicht meckern. Ihr habt das vielleicht schon mal durchblitzen sehen, falls nicht. Das Pack ist mir direkt kaputt gegangen. Ich musste mit einem Hot Toys Pack aushelfen, habe den ein bisschen repainted, hat natürlich nicht vollkommen hingehauen. Aber da das ein Knockoff ist, haut das grundsätzlich hin. Ja, zu ein paar Unterschieden der Figur im hauptsächlichen Sinne. Ich zeige das mal hier, ihr seht das aber auch rechts. Bei den Zähnen und der Zunge musste ich ein bisschen Abhilfe schaffen. Die Zähne waren nicht perfekt einzeln. Da war viel weiß bzw. viel gelb zwischen. Ich musste da ein bisschen Hautfarbe bzw. Fleischselber anmischen und das zeigen. Und die Zunge brauchte, ich glaube, locker 2 oder 3 Schichten Lack, damit die so glänzt, wie sie sollte. Sonst aber einwandfrei. Um das erste Stück Accessory mal zu zeigen. Man kann den Kopf, den Top, den Deckel sagen wir mal, abnehmen und diesen zweiten Teil raufsetzen. Dann hat der 2 normale Augen. Das sieht dann so aus. Klautspitze. Absolut einwandfrei. Für Knockoff. Man muss immer sagen, absolut 1:1 Knockoff. Ja, dann kommt er mit diesen, nennen wir mal Symbiont Gliedmaßen. Nennen wir es mal Gliedmaßen. Und die kann man mit Hilfe des Packs auch verbinden. Ich musste das allerdings eine Ecke aufbohren, weil ich wirklich Probleme hatte. Aufbohren, weil die Packs sich unterscheiden. Das sind nicht diese normalen Stifte mit Löchern drin, sondern wie ihr jetzt rechts sehen solltet, ist das ein Pack, der an der Kante einen Stift hat. Ich kann nicht einen Stift, sondern so eine Kante hat. Das seht ihr hier ein bisschen im Bild aber besser. Und halt nicht das Original ist. Und da ist mir dann auch einer fast abgebrochen. Ich glaube, die haben mittlerweile durch die Bank weg alle Stressmarks. Es funktioniert, es könnte aber besser sein. Man kann diese Gliedmaßen dann auch austauschen. Ich zeige das mal kurz an der Hand hier. Da seht ihr das hier auch, ja? Vielleicht so ein bisschen hell am Ansatz des Ballpacks. So ein bisschen Stressmark. Und ihr könnt die dann einfach hier einsetzen und halt auch kombinieren. Sieht aus, als wenn der Symbiont eben sagt, Eddie, deine Hand brauchst du gerade mal nicht, du brauchst mal eben was Längeres. So, das klappt auch. Alles tipptopp. Wie gesagt, wenn ihr euch den kaufen wollt und ihr habt da kein Problem mit, nehmt einen Dremel in die Hand, bohrt das auf. Seht zu, dass ihr die Hände rauskriegt, so sicher wie es geht, und bohrt die auf. Kann ich euch nur empfehlen. Er kommt noch mit 2 zusätzlichen Appendages, um das mal so zu sagen, Gliedmaßen. Ich habe die alle aufgebohrt, weil ich sonst wirklich Probleme hätte. Sind immer noch sehr eng, aber es ist längst nicht mehr so schlimm wie vorher. Funktioniert toll. Falls ihr euch fragt, die Farbe kommt mit dem Original sehr gut hin. Das ist immer noch ein Metallic Blau. Ihr seht das, glaube ich, auch in den Fotos, die ich euch zeige. Das ist alles sehr schön. Man muss allerdings sagen, dass die Farb-Application nicht immer so toll ist. Grundsätzlich haut das mit dem Metallic Blau, was so ein bisschen in Richtung Lila geht, aber wirklich nur ein bisschen, sehr schön hin. Ist toll. Allerdings, wenn man hier an den Kanten guckt, das seht ihr rechts aber auch, gibt es hier sogenannten Paint Bleed. Das sticht ganz gerne raus. Ist nicht so schön, fällt im Großen und Ganzen nicht so doll auf, aber nichtsdestotrotz. Und wir haben hier auch sehr merkwürdige Flecken. Ich weiß nicht, was das ist. Sowohl am Rücken als auch an der Front, an der Schulter.
Das seht ihr aber eigentlich alles. Verzeihung, ich glaube, ich habe ein bisschen eine Laufnase. Ja, ich denke, das wäre es eigentlich schon. Beinahe. Also farbmäßig, Artikulation, alles gut. Haut sehr gut hin. Ich lege den mal kurz hier ab. Kommt auch noch mit einem Ständer, mit einem ja, sehr ähnlichen Tamashii Nations-artigen Ständer. Den musste ich allerdings aufbohren, denn mir ist der Pack direkt weggebrochen. Nicht sehr haltbar. Wie ihr schon seht, ist besser, wenn man das hat. So ein Dremel, immer zur Hand. Kurz ein bisschen aufgebohrt und jetzt hält er auch wieder. Die Schrauben bleiben nicht immer so, wie sie sollen. Das ist aber auch nicht wild. Das haut, wie gesagt, alles sehr gut an sich hin. Es hält gut. Immer zwischendurch ein bisschen anziehen. Dann schafft man das eigentlich auch, den schnell einzupacken und in sehr dynamische Form zu packen. Wie zum Beispiel ein Bild, was ich auf meinem Instagram-Profil letztens gepostet habe, dass er durch die dunklen Nächte von New York schwingt. Sehr schön, ich bin begeistert. Nichtsdestotrotz, meine Freundin fand das natürlich alles nicht so toll. Sie hat sich so viel Mühe gegeben, den zu finden. Und am Ende kam tatsächlich doch ein Knockoff an. Aber für 20 € kann man absolut nichts sagen. Ich werde mir auch den Spider-Man zulegen. Da werde ich mit Sicherheit dann auch ein Review von machen. Genauso wie den Carnage, den werde ich auch mal im Auge behalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Comments schreibt, was ihr davon haltet. Ich kann das Ding einigermaßen empfehlen, weil es für das Geld wirklich gut ist. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in eine Mail. figure.photography.crate@web.de, wie in den anderen Videos auch. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Subscribe da, ich würde mich freuen. Ruhig auch Notification drücken, dann kriegt ihr immer mit, wenn ich was Neues poste. Es kommt zwischendurch immer wieder was Neues rein, Ideen, Videos etc. pp. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr auch andere Plattformen nutzen, da bin ich auch verfügbar. Auf Facebook @figurephotographycrate und auch auf Instagram @figurephotographycrate. Jetzt hoffe ich erstmal, es hat ein bisschen geholfen. Das war ein bisschen informativ. Und ich hoffe, ich habe alles erwischt. Schreibt Fragen, schreibt mir Nachrichten. Ich bin immer da. Hit me up, like the chat. In diesem Sinne, noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns bald. Angenehme Woche, guten Start in die Woche. Bis dann. Haut rein.